die erste Entscheidung, die überhaupt die Möglichkeit für diese Form wie die DDR dann ihre Wirtschaftsentwicklung gestaltet hat, geht zurück zunächst auf die Entscheidung der sowjetischen Militäradministration. Wir sprechen heute so, als hätte die Bodenreform die DDR gemacht. Die Bodenreform ist entstanden 1946. Die Enteignung der großen Betriebe, der Konzerne ist 1946 entstanden. Die sowjetische Militäradministration hat bis 1949 zunächst die Eigentumsverhältnisse auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone grundlegend geändert. Ohne diese neue Struktur des Eigentums hätte es keine Möglichkeit des sozialistischen Aufbaus gegeben. Und damit setzt nun ein mit dieser Entscheidung, wir wollen den Sozialismus aufbauen, dass wir nun eigenständig als Staat in eine nun freie volkswirtschaftliche Planung gehen. Frei im Sinne, dass ein großer Teil auch in die Planung der DDR geht. Erst 1955 werden die sowjetischen Aktiengesellschaften freigegeben und kommen in die Planung der DDR. Das ist in Berlin zum Beispiel die ganze Kabelindustrie. Große Teile kommen erst in dieser Phase mit in die Planung und damit ist für das Konzept der Entwicklung immer eine Zwangssituation, die mit dem Übernehmen des Volkseigentums in den Strukturen, wie es die sowjetische Militäradministration geschaffen hat, zu den Formen, die dann mit der staatlichen Plankommission, mit Erich Apel später in den 50er Jahren, sich aufbaut und entwickelt. Und in dieser Zeit verstehe ich in meiner Tätigkeit im Jugendverband, dass es jetzt darum gehen muss, sich auch gründlicher mit der Wirtschaft vertraut zu machen. Ich habe zunächst ein Fernstudium an der Parteihochschule als Gesellschaftswissenschaftler abgelegt, aber habe dann schon 1958 bis 1961 mein Staatsexamen an der Hochschule für Ökonomie abgelegt, auch wieder im externen Studium, weil ich verstand, es geht nicht alleine mit Politik. Wenn wir sozialistische Entwicklung gestalten wollen, eine sozialistische Gesellschaft bauen wollen, dann müssen die Politiker auch etwas über die Wirtschaft verstehen. Und das war die Übergangssituation, um die es ja vor allem ging. Einmal die Frage des Eigentums, einmal die Frage der Planung und einmal die Frage der Kader, die nun auch in dieser Form die Wirtschaft leiten, planen und führen können. Und die Hochschule für Ökonomie war dafür eigentlich die Möglichkeit der Ausbildung dieser Fachleute. Wir hatten die Lehrbücher der Sowjetunion übersetzt in deutscher Sprache, damit wir wiederum dann ausgebildet sind als Fachleute, die Planung, aber damit blieb das sowjetische Modell bis in die Anfang 60er Jahre prägend für alle Fragen der Planung und Entwicklung der sozialistischen Volkswirtschaft in der DDR.